Dari Jombata, Ngaros Delia, Trajan Zimbabwe, and Nambalia, Tomalia, Sandu Trajidelishu. Yes. Ich möchte mir zunächst alle, die von zu Hause zuschauen, zuhören, recht herzlich mit Tashidele begrüßen. Then was a Tanghelia, Tomatilla, Jando Seshi, and it's Semishi. What did he do here? That Jando Seshi, the Peketola and there. And then Semishi, the Dodgetol, then Delia Ganchu Juice, we say, touch it by Donga to Tana Yambash. Then you then it's also nearly Chadon de as a Tikanga, then nearly Chadon may be about Sejikanga Chibanetoya. Oh, Tindi Tinia Kashi Chalk Kashi don't take a positive truth, they were my papa Gangachi Chadon maybe. She digged in Netoya, the manager. Yes. Ja, wir wollen jetzt zu Beginn zur Motivation und zum Einstieg ein kurzes Gebet der Zufluchtnahme und des Erleuchtungsgeistes auf Tibetisch rezitieren. Im Anschluss werden wir das Gebet der 4 Unermesslichkeiten auf Deutsch 3-mal rezitieren und danach für einige Minuten innehalten und meditieren. Es ist gut, wenn man am Anfang seinen Geist in der Meditation öffnet, zum Beispiel Mitgefühl hervorbringt, indem man von Herzen wünscht, dass alle Lebewesen entsprechendes Glück bzw. Leidfreiheit erlangen mögen. Und wenn man so mit Mitgefühl sich auf alle Lebewesen bezieht, ist es gut, dass man dem Geist entsprechend die Gewohnheit schenkt, völlig frei von Parteiigkeit zu sein. Das heißt, ohne dass man jemanden bevorzugt oder jemanden innerlich abstößt, sondern dass man in einer Haltung des Wohlwollens sich auf alle anderen gleichermaßen darin bezieht, dass man ihnen von Herzen wünscht, dass sie von ihren Leiden frei sein mögen. Und so kann jeder versuchen, dann für die Momente der Meditation sein Herz in diese Richtung zu öffnen. O Sangye Chudan Sogi Chonam La Janjo Badudani Kyazoji Tagi Jinzagi Be Senangi Dola Benjizangi Tobajo Sangye Chudan Sogi Chonala Chanjo Badudani Kyazoji Tagi Jinzagi Be Senangi Dola Benjizangi Chobajo Sangye Chudan Sogi Chonam La Janjo Badudani Kyazoji Tagi Jinzagi Be Senangi Dola Benjizangi Tobajo. Mögen alle fühlenden Wesen Glück und die Ursachen für Glück besitzen. Mögen alle fühlenden Wesen frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden. Mögen alle fühlenden Wesen niemals von dem Glück getrennt sein, das frei ist von Leiden.
Mögen alle Lebewesen in dem Gleichmut verweilen, der frei ist von Anhaftungen an Nahestehende und Abneigung gegenüber Fernstehenden. Mögen alle fühlenden Wesen Glück und die Ursachen für Glück besitzen. Mögen alle fühlenden Wesen frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden. Mögen alle fühlenden Wesen niemals von dem Glück getrennt sein, das frei ist von Leiden. Mögen alle Lebewesen in dem Gleichmut verweilen, der frei ist von Anhaftungen an Nahestehende und Abneigung gegenüber Fernstehenden. Mögen alle fühlenden Wesen Glück und die Ursachen für Glück besitzen. Mögen alle fühlenden Wesen frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden. Mögen alle fühlenden Wesen niemals von dem Glück getrennt sein, das frei ist von Leiden. Mögen alle Lebewesen im Gleichmut verweilen, der frei ist von Anhaftung an Nahestehende und Abneigung gegenüber Fernstehenden.
on the jet. That didn't go so Zami me gone. Delia Pigia Milia Jando Seji, Tindeji. That ticket Colondo, then you gone Caricena, Seji, can get in the answer. They do over it. So sense on board, send Lele, Seshi depopulation, Mill Dutching. So send your Diana, Teletembe, so in only in and the Chico so the Legachesa in the Kawali at the Yodaji Jedi, today is a Saint Shudin Ocean. Ja, es ist in der Tat so, dass wir, wenn wir zu Beginn so ein kleines Gebet rezitieren, dass es dabei vor allem darum geht, eine gute Motivation zu erzielen, indem man den Wunsch entwickelt, dass auch die Meditation und so weiter, die man machen möchte, dass es zum Wohle auch der anderen geschieht. Es ist gut und es ist auch sehr realistisch. Wir können selber feststellen, wenn unser eigener Geist in Qualität ist, das heißt, wenn der eigene Geist selbst ausgeglichen, voller Friede, positiv ist, dann hat das eine sehr positive Auswirkung auf die anderen, mit denen wir zu tun haben, die uns begegnen. Im Gegensatz dazu wissen wir auch, wenn unser Geist sehr unausgeglichen ist und so weiter. Das heißt, wenn kein innerer Friede da ist, dann ist es auch nicht unbedingt einfach mit den anderen, sei es in der eigenen Familie, kommt es schnell zu Konflikt oder auch in der Arbeit oder wo auch immer. So ist es die Arbeit am eigenen Geist immer auch etwas, was den anderen dient. Oder also nie du geht da kann ich was in der Band der Tele Kama Rochen Kama Chonga hala nyeshi do tinde no jizami be gona che de yere te ya apa ne chene kanshi no te che so ya bo yong re le de tandi tajan no tinde mo bo chi de de wa yin te ya so me de nyoto do ye de ni te tinde ya sa tinde so di che ba is. Normalerweise, wenn hier letztlich Publikumsverkehr ist und zur Dienst der Meditation der Tempel sich füllt, machen wir gerade diesen Eingangspart, wo es darum geht, eine entsprechende Motivation zu finden, dass man mit bestimmten Gebeten und so weiter voranschickt, ein bisschen ausführlicher, das geht dann 15, 20 Minuten. Jetzt als reine Online-Veranstaltung 15 Minuten jetzt irgendein Gebet zu rezitieren, das wird wahrscheinlich für viele ermüdend sein, deswegen haben wir das dann eher so kurz gehalten. Da luru gundu che gibi jinse tangi ma mombo she de che gibi jinse da uti gipando kare sen danga so sen noto mombo yero noto de ma shiwa in noto de ki ma shiwa ni in tini sen nyoda de de sen nyoda de noto de cha de tini za tini noto lo sono ma ton de ta de ko bi ga ta no de ta mombo yero de no ne ta chinga zo le la shu da wish Was wir zu Beginn auch regelmäßig machen, eine bestimmte Form der Atembetrachtung, 9-fache Atemübung, wie auch immer, letztlich geht es darum, der Zweck wurde auch schon oft verdeutlicht, dass man die Gedanken und so weiter mehr beruhigt und befriedet im Geist. Wir können feststellen, viele schwierige und unausgeglichene Zustände des Geistes erwachsen eben aus diesen vielfältigen, unkontrollierten Gedanken und Konzepte. Und diese Gedanken und Konzepte im Geist mehr zur Ruhe zu führen, da gibt es verschiedenste Methoden. Eine relativ einfache Methodik ist die sogenannte Atemmeditation oder Atembetrachtung. Es wird oft erwähnt, dass es bei der Meditation wichtig ist, dass man sowohl den Körper als auch den Geist völlig entspannt hält, auch entspannt die Übung durchführt. Bei Meditation ist es meistens kontraproduktiv, das heißt, wenn man zu viel Anstrengung an den Tag legt, zu angespannt letztlich ist, dann wird das nicht so gut funktionieren. Deswegen ist eine grundlegende Haltung, in dem der Körper und Geist entspannt ist, notwendig.
Das Objekt ist eigentlich ganz am Anfang an der einfachsten Variante das Zählen des Atems. Das heißt, man würde beim Ein- und Aus diesen Atemzug geistig als 1 zählen, ein und aus als 2. Und so ist man quasi völlig auf das Zählen des Atems fokussiert, natürlich indirekt damit auch oder direkt damit eigentlich auf den Atem selber. Hier geht es eigentlich darum, dass man alle anderen Ablenkungen, Gedanken und so weiter unterlässt und sich allein eben auf das Zählen des Atems fokussiert. Und Gankarina, da sind die Jungwitschad, da Chagi sind Niva Jung. Die Chagi, in der Jung, Nalishidi Jungre, Sarjava teaching, Ganchana, the Tata Ganja Vikadu Bakari, Temato, and the Telia, Ashidi Yungumundu, Oshidi Yungundos. And Sansachi Devanda, which younger Yapashula, so Sandro. Ochi Sansalama Devanda, young cigarette, today's the Devamandusa Sandro. Didn't not with the San in the Yochuyomares. Auch ist es so, dass die Meditation im Allgemeinen natürlich der Stabilität und dem Frieden des Geistes dient. Es wäre aber völlig falsch, würde man während der Übung mit einem Aspekt des Geistes die ganze Zeit darauf schielen oder bewerten, was im Geist passiert, dass man denkt, ach, es fühlt sich aber noch so ganz unausgeglichen an oder mein Geist ist noch gar nicht ruhig oder wenn ein angenehmes Gefühl kommt, vielleicht, oh, ist aber angenehm oder es ist irgendwie langweilig oder wie auch immer. Das heißt, bei der Übung ist es wichtig, dass man all diese auch kommentierenden Gedanken, die mit Erwartung oft einhergehen und so weiter, dass man diese alle abstellt und sich allein auf die Übung selber fokussiert. Das heißt, man einfach nur den Atem fokussiert und ihn zählt. Die Jese Karre Senangazo, Senato se de Monchejo, de Patachen Rochen, de Chongju, Yondong. Tinde is an Dejo Koron Nato Chadir. Tigi Selia Kanga Shu Jet, Tingazushara, Seon Toto Yamare. Tinde is that the Gancha in a yon, Galia de Chalene, and it Tipalia, never change. Letztlich muss man sehen, dass diese Gedanken, die da immer aufkommen mit unseren Erwartungen oder was auch immer für Gedanken aufkommen, man kann immer sehen, dass sie dahinter ist eigentlich eine bestimmte Haltung oder bestimmte Begierde, Verlangen. Diese Begierde und Verlangen selber ist eigentlich ein konzeptueller Geist, aber sie führt eben dazu, wenn man ihr folgt, dass der Geist unausgeglichen, unruhig wird. Deswegen ist es wichtig, dass man das als ein Hindernis erkennt und von allen Gedanken loslässt. Was sen le chipo yere yana digre ko o san de telepe chi sanata de gomare te machemato te lado res. Deswegen ist natürlich, wenn der Geist dann in so einem ausgeglichenen Zustand ist, der Körper entspannt ist, dann mag ein gewisses Wohlempfinden sich einstellen. Aber auch das macht man doch nicht zum Objekt, nicht, ach, es ist aber angenehm oder schön und so weiter, sondern man nimmt es, wie es kommt und ist damit akzeptiert das, auch wenn es angenehm ist, aber man macht kein Aufhebens wiederum neu darum, sondern versucht den Geist in dieser Entspannung und Ruhe einfach zu halten und auf dem Atem zu fokussieren. Oder da denelo gonto konomi bateria ane chung pardon tende tuchi ni zone ta ko tianda ho mi patema to mandwa tende yona yong misa tende mo yongor ta telia lung do ton da bo do chi ko zagan do ton ta tende mo yongor te ta ta nga zo ti chi ye tende nge mi se le ya kar tiri kar la ni to sen ta tende chan sa le ro gonto de nyanda so ani chi nasa do tende ye ba yin ani ti ka tele ya lu chu nge wi ka to so le phen phen no o to so ne choma to so ani ta lu ya nga zon do shi ran to to ma di don do te ka bo ta no ba ne ka bo de ya po tse ka bo ge we shu tse na po de ma ge we shu o te nasa ka shu tende tse tende za ani lu ka bi no ba no chu na ngu chu te 아니 파동을 배서시 나사데 냐다 강가 나부치네 아니 파도서 산에 어 딘데가 미바 차차리 예레스. Oh, ist es eben so, dass bei dieser einfachen Übung man einfach nur auf den Atem sich fokussiert, die Atemzüge zählt, wobei man ein und aus dann eins ist. So kommt man auch zur 9-fachen Atemübung. Es gibt natürlich in Verbindung damit alle möglichen Varianten, Vorstellungen, auch wo man sich die bestimmte Nadis oder Energiekanäle vorstellt und so weiter. Das soll uns heute nicht beschäftigen.
Heute kann es nur einen Hinweis geben, dass man es manchmal auch gut ist, wenn man zum Beispiel krank ist oder ähnliches, dann würde man sich vorstellen, dass wenn man einatmet, man eigentlich heilende Energie einatmet, man würde dann das in Form von weißem Licht oder weißem Wind und so weiter bezeichnen, dass diese Farben weiß haben viel mit Befrieden, also mit Gutem zu tun, das steht auch manchmal für das Heilsame, Schwarz ist für Unheilsames, Destruktives. Auch immer, man würde dann so entsprechend läuternde Energie in weißlicher Farbe oder heller Farbe einatmen, dünkt, dass es einen heilt. Mit dem Ausatmen würde man denken, dass das die eigene Krankheit und so weiter in Form vom Dunklen mit dem Atemverbindung einem verlässt. So könnte man mit jedem Atemzug eine Art von Genesung herstellen. Und die Leute, dann hast du die Joyen, die Leute, sind Chevare, Pependo hier, eine, da die Männer, die Tongarange, mir bei Jana Mogoche. So können die, die zu Hause vielleicht mit Krankheit zu tun haben, entsprechend das dann heute in dieser Form machen. Ansonsten, wenn da jetzt gar nichts groß dafür spricht, ist man einfach jetzt nur für die Zeit der Meditation auf den Atem, das Zählen des Atems selber fokussiert. So 10 Minuten ungefähr.
ondeche 당에 가서 되는 마진에 제름부지 라르 친드 추숨세 딘디에스 달라르 춘주 딩고는 마 전부도 디세요 말다 춘주 딩고는 마 도인스 라르 데데나 대에 되는 가정이 마 단조 거대 대지 시차 다디네 마진에 름바지데 디디쇼로카 지스나 다타 빙이야 덴시치다우시 어딘데시 도인스. Ja, es ist so, dass wir, oder ich vielmehr schon angekündigt habe, dass wir uns an diesen Dienstagen jetzt in Folge mit den Stufen des Pfades beschäftigen. Es gibt ein kurzes Gebet oder ein Text von dem Meister Tsongkhapa, der sogenannte kurz zusammengefasste Stufenweg zur Erleuchtung. Und dort haben wir schon mal einen Vers behandelt, in dem es vor allem um das kostbare Menschenleben ging. Heute möchte ich an dieser Stelle weiter fortfahren. An dem Natürlich hat das sehr buddhistische entsprechende Bedeutung. Nichtsdestotrotz auch werde ich jetzt bemüht sein, jetzt an diesen Dienstagen, um in gewisser Weise den Bezug herzustellen, wie man diese Inhalte auch allgemein anwenden kann, zumindest entsprechend. 다들 쇼로가 니네 용거도 다치지 니들이 용거를 들려야 신행엔 좀시 디메치스 대인지죠 괜찮선동에서 아니 디시 잔도나 이제 담바당스 가르레도 디랍차 디라자 냐마메 바차스 대요 канал렌데 레선에 로도 $2 따지는 보시고 나중에 연애 때다제 탄데 도시 대신 살아서 가서 대위까지 진짜라면 연애 때다제 탄데 도시 대시 총선로선 das 진로이레스. Und heute, das ist eine Art Doppeltvers, die sind eben ein bisschen größer. Da heißt der Vers selber, es gibt keine Gewähr, dass du nach dem Tode nicht im niederen Bereich wiedergeboren wirst. Aber gewiss sind es die 3 höchsten Kostbarkeiten, die dich vor dieser Gefahr bewahren können. Deshalb nimm standhaft Zuflucht und übe die entsprechenden Anweisungen, ohne die Schulungen degenerieren zu lassen. Dabei musst du auch das Karma-Gesetz der weißen und schwarzen Handlung einwandfrei bedenken und das Gute dann in der richtigen Weise annehmen und das Schlechte verwerfen. Ich, der Yogi, so sagt Tsongkhapa, habe mich in dieser Weise geübt. Sollst du auch Befreiung wünschen, so ersuche ich dich ebenso zu handeln. Hier geht es vor allem um die sogenannten Übungen eines anfänglich Praktizierenden. Innerhalb dieser Lamrim-Tradition spricht man von den anfänglichen Praktizierenden, den mittleren Praktizierenden, den höchsten Praktizierenden. Die anfänglichen Praktizierenden heißt es, die haben vor allem Furcht vor einer Geburt im niederen Dasein, was nach dem Tod kommen könnte, und suchen entsprechend eine Freiheit aus diesem Zustand. Das heißt, sie haben einen tiefen Wunsch, im nächsten Leben wieder eine hohe Wiedergeburt zu erlangen. Und die entsprechenden Schulungen, die jetzt hier angesprochen sind, sind Schulungen, die in Übereinstimmung sind mit diesen anfänglichen Personen, die entsprechend die Leiden der niederen Daseinsbereiche vor Augen haben und entsprechend den Ziel verfolgen, sich davon zu lösen und im nächsten Leben wieder eine hohe Wiedergeburt zu erlangen.
die Songurili, also Tata Lele Day Mares. Also Shiwayina, Gason Lumachivi, and Dinsan Toya Mares. Tindians and Gason Chiva and Gason Dungate and Zedumze, and Gason Dungata Penatando Dunga Katsin, Yawa Yedos Geneta, Tindiga, Tene Dunga Nyoto Yomar. Tindiliza, Tindiga and Ta Dungata and Gishi drop a logic chico here. Gishi drop a logic chin, tell it job in Nivasan. 다르더니 개조선을 야바데 신에 아니 디게 다 라자카레나 라자드 냐선네 안게선 그동안 녀모가 와치고 그래송이야. Hier geht es natürlich letztlich darum, dass man sich deutlich ist, dass es nach dem Tod weitergeht und man hat auch ein Verständnis darüber, dass man noch nicht die völlige Sicherheit hat, dass es immer gut weitergehen wird. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man nicht einfach so ins Blaue hineinlebt, sondern wenn man sich deutlich wird, dass der Tod ja gewiss ist und es ist für einen selber noch ganz auch möglich, dass man im niederen Dasein Geburt annimmt, dazu gehören zum Beispiel die Tiere und so weiter, dann würde man sich entsprechend vor Augen führen, was das eigentlich bedeuten würde, in so einem unfreien Zustand als Tier, es gibt noch andere niedere Daseinsformen, so geboren zu werden. Wenn man sich das vergegenwärtigt, entsteht eine bestimmte Art nicht nur von Furcht und Unbehagen, sondern man sucht irgendwo Zuflucht oder Schutz. Schutz natürlich bei irgendwem oder was der eigenen Überzeugung nach die Kraft hat, einen davor zu befreien. Und im Buddhismus würde man die 3 Juwelen Buddha, Dharma, Sangha entsprechend als solche Zuflucht ansehen, Zufluchtsobjekte. Weil wenn man dann entsprechend sich diesen zuwendet, mit der Hoffnung, dass sie die Kraft haben, einen davon zu befreien, bedeutet das nichts anderes, als man dann die entsprechenden Anweisungen, die der Buddha und so weiter gegeben hat, in seiner Lehre zum Ausdruck kommen, anwendet. Und wenn man dann entsprechend das anwendet, wird man einen Weg gehen, der einen davor schützt, davor nochmal in so einem niederen Daseinsbereich geboren zu werden. Darum geht es eigentlich jetzt in diesem Kontext. 가르르세네 당가존 나자전된 지토시부예레스 때는 지토 때는 메와 게시시고레스네 tindiye ta shenye mombo tene mombo jiga ta te chago mare je pe khare se ati mik mombo chago te chago mare se ne ta tindiye chila ya mombo yere reading ye tiri ne she de khare se ne jita chena penji jita yana ni chana nge tiri she is. Das heißt, hier wird ganz konkret, geht es um das Thema auch von Furcht und Angst. Heute soll es auch ein bisschen das Thema sein, dass Furcht oder Angst, je nachdem Kontext ist, kann man so oder so übersetzen. Es ist so, dass man natürlich verschiedene Anweisungen findet, wie man sich von Furcht befreit. Oder manche sagen einfach nur, es ist sowieso unnützig, irgendwie große Befürchtungen zu haben, kann man alles sein lassen. Ich möchte heute mehr das Thema aus dieser Warte beleuchten, wo die Nachteile von Furcht oder Angst liegen und wo die Vorteile von Furcht oder Angst liegen. Tini lumba delen jita yama tate tate tegase jere dondonda uji jita shirale amaso tela tini zaza che amaso tela tini tata ane dunga chamba dunga bashi pate le der ti kane ba jita rabuche zaza rabuche ne tide yonge yama res. Ein Vorteil zum Beispiel oder auch Nachteil, wenn man es nicht machen würde, von Furcht, ist, dass man, wenn man Furcht hat, eine gewisse Art von Sorgfalt und Vorsicht an den Tag legt, die kann in manchen Zusammenhängen sehr nützlich sein. Dann zum Beispiel, wenn man das jetzt auf die Corona-Krise bezieht, dann war das ja so, als die ersten Fälle in China losgingen, dann hatte hier eigentlich keiner großartig Sorgen oder Ängste, Befürchtungen und so weiter. Ohne Befürchtungen lässt man auch nicht besonders große Sorgfalt walten, ist nicht besonders achtsam und trifft auch keine großen Schutzvorkehrungen. Und der Mangel an Furcht hat dann dazu geführt, dass die Situation sich dann natürlich ein bisschen verschärft hat, bis dann das Bewusstsein hier entsprechend durch die Fälle, die es dann hier gab,
zustande kommt. Aber natürlich ist sehr viel Leid und Schwierigkeit vielleicht auf unnötige Weise dadurch entstanden, dass am Anfang gar keine Befürchtungen da waren. Hätte diese Befürchtung schon ein bisschen früher angefangen, hätte man schon vorher gewisserweise Schutzmaßnahmen getroffen und auch dadurch viel Positives bewirkt. So kann man sehen, dass ein bestimmter Aspekt von Furcht eben dazu beiträgt, dass man achtsam ist und eine gewisse Art von Vorsicht walten lässt. Im Buddhismus ist deswegen die Angst etwas oder die Furcht, was nicht per se schlecht ist, sondern man glaubt, dass bestimmte Erkenntnisse, die erstmal Befürchtung erwecken, notwendig sind, damit überhaupt ein Weg zur Freiheit eingeschlagen wird. Zum Beispiel diese anfänglich Praktizierenden benötigen eine gewisse Art von Furcht in Bezug auf die Leiden im niederen Dasein, aber auch die sogenannten mittleren Praktizierenden später, die müssen sich um die Leiden des Daseinskreislaufs, Samsaras allgemein so verdeutlichen, dass sie Furcht und Unbehagen vor solchen Leiden verspüren. Ansonsten wird man den Weg der Freiheit gar nicht einschlagen. Deswegen ist die Furcht etwas, was auch in diesem spirituellen Kontext einen Nutzen hat. Tindigan chin ma traba yina te lumba tele ya bu tsane yong trume lume ani chi lumba tele ya ani chi kuma cha pare kare yina ta tine pa ane nyodan lumba ko choge tine za ane digan chin de le ta ne ane so za za chine dige ane chin de le tine lumba ya bu ne to ya ta tine yong res. Wir wissen auch, dass in gesellschaftlichen Zusammenhänge auch die Furcht vor Gesetzesverstößen und so weiter auch nützlich ist. Das heißt, wenn man in einem Land lebt, in dem die Leute eine gewisse Art von Ehrfurcht gegenüber den Gesetzen haben und auch Furcht vor den Konsequenzen, dann hält man sich entsprechend an gemeinsam festgelegten gesellschaftlichen Regeln. Und das führt eigentlich tendenziell zu harmonischen, angenehmen gesellschaftlichen Zusammenleben. Würden jetzt viele Personen diese Dinge gar nicht befürchten, diese ganzen gesetzlichen Dinge und Konsequenzen nicht befürchten, und jeder macht eben gerade, was ihm so in den Sinn kommt, kann das zu sehr viel Disharmonie und so weiter führen. So wird man sehen, dass eine gewisse Art von Furcht eben auch nützlich ist. Shiva ina ngendo meshibe dinchane ya mare das ta ngendo chiwa ina teni kare tindi dunga kasendo ane tindi dunga kasendo ta pe kowe ane nale ya da dunga sanjo macha o tindi tino ne ta ngyaso dunga shigire tindi za te nyogi shune kande tandu sene ane ti senlia jita da wole yo ta jita teni ya ane tawa kare che ta jita teni tawa kare che se ane 대시 안에 가르치 안에 가르치는 놈의 디메지 대 지쇼스 딜리가 지바텔 쪼니 안에 탄들이 예레스네 다다데 대용게. Und so macht Tsongkhapa eben deutlich jetzt in diesem spirituellen Zusammenhang, dass man, solange man eben keine Gewähr hat oder besitzt, dass man entsprechend nach dem Tod nicht in solch ein niederen Dasein geboren werden könnte und somit entsprechend Leiden erleben möchte, dann ist das der Aspekt, der einen quasi eine bestimmte Art von Furcht erweckt. Aber er belässt es ja nicht bei der Furcht, sondern er nimmt diese Furcht eben als Antrieb, nämlich im Folge heißt es, aber gewiss sind es die 3 Juwelen von Buddha, Dharma und Sangha, die mich vor solcher Gefahr bewahren oder beschützen können. Das heißt, was eigentlich folgt, ist, dass man dann wirklich einen Schutz, also was sucht, einen Zustand der Sicherheit und Schutz vor solchen Leiden. Oder da tat die jene tele ya dunga de nyongo mare se tene jene topate ma jando te ya boye ci taj do so so tombo topate le topate ta de shigo
타데 신에 타데 zen용 근데 근데 동아들 타와 용거래 근데 이제 잡아더니 가도 ist. Das heißt, auf der einen Seite mag am Anfang die Furcht eine Funktion haben, nämlich die Funktion, dass man nach einer Methode sucht, was man da befürchtet, nicht erleben zu müssen. Und sobald letztlich man entsprechend einen Weg findet, eine Methode findet, entsteht ja auch eine Erleichterung. Und diese Erleichterung ist ja nicht nur so eine vage Erleichterung, sondern es ist ein sehr befreiender Aspekt, wenn man nun etwas findet, dass man solche Art von Leiden, die man da befürchtet, gar nicht mehr erleben muss. Ne? Oder denn ta cheshini jina denn dunga der tel tane yogesh tawayine ko deli tawe denn karchego tataje ko sanatan le yongash ta deli tawe ta zane chema shiwayine denn matana yashore de tane pendone mendo ani ti kanga cherore denn je de tawayine ani deyang ani gajan dawo Buddhistisch gesehen würde man denken, dass entsprechend so die Furcht, also würde man pragmatisch betrachten, wenn man quasi eine Möglichkeit hat, sich aus dem, wovor man sich fürchtet, zu befreien, dann ist eine Furcht angemessen. Wenn man quasi Zustände oder Zusammenhänge gibt, die man nicht ändern kann, wenn man sich also vor etwas fürchtet, wo gar keine Methode zur Freiheit gegeben ist, dann ist die Furcht völlig sinnlos und entsprechend überflüssig und hat dann auch überhaupt gar keinen Nutzen. So muss man immer sehen, dass Furcht immer nur dann einen Nutzen hat, wenn es einen Weg gibt, sich aus dem, was man befürchtet, zu lösen oder zu befreien. Wenn es gar keinen Weg gibt, ist die Furcht überflüssig und dann sollte man eher gucken, dass man es gar keine Angst aufkommen lässt oder irgendwie von Angst völlig sich löst. Oder denn ja den Geshe Pema Samten se Geshe ja jene member da denn menda ane neu solle ja bejan sonjoeres. Hier wird nun verdeutlicht, wenn man sich vor solchen existenzielleren Aspekten, also dass man Leiden hat von einer niederen Geburt im nächsten Leben fürchten muss, dann muss man sich eben an jemanden wenden, der die Fähigkeit hat, einen davor zu beschützen. Es sind dann die 3 Juwelen, Buddha, Dharma, Sangha, die in einer Analogie als entsprechend Arzt, als Medizin und als Krankenpfleger, Schwestern und so weiter bezeichnet werden. Sanje de cha temba po sunguyere anu chu de cha nges gendi de cha de daros ne. Das heißt, dass der Buddha eigentlich derjenige ist, der die eigentliche Zuflucht, den eigentlichen Schutz nur aufzeigt, dass der Dharma den Schutz, die Zuflucht selber darstellt und dass der Sangha die Freunde oder die spirituelle Gemeinschaft sind, die einem bei Verwirklichung dieses Schutzes unterstützen. cha tenpa po sanje memba tawa yins nga zu memba zombo yisa chagwa ta nga zu ching ne yen ne ducha yen ta te memba madro na chani digi yama tinde yisa memba yete memba te ko kare ina khaba ji go yer ne te du te khaba ji go yer o ti na ji sanje ga nga zu ta jan de nga zu nai de ji ga tinde nyamo le tembi ta ane chi dunga mombo le de ya o to so le ta sanje ga ani chi so mombo ye de na ji en member ga pige ya da de ma sa a de sana chron de ne de le ne gi do ani de sa na ne de le pheng gi do me yon de sa de ma sa ta me be la ja kar ye na o la ja ngi ne te ni de me ba cha de se ne ba de nga chu chi me ba ya po yi san do de chi ne cha chu bu jin. Letztlich ist es so, dass in dieser Analogie davon ausgegangen wird, dass wir selbst einer kranken Person gleichen. Und wenn man ernsthaft erkrankt ist, ist es durchaus sinnvoll, einen Arzt aufzusuchen, wobei es dann entsprechend schon ein Arzt sein sollte, der auch qualifiziert ist. Das, was uns eigentlich krank macht und kontinuierlich zusetzt und infiziert, sind die Verblendungen, Leidenschaften unseres Geistes. Das ist eigentlich was sehr, sehr Schwerwiegendes. Und wenn man entsprechend dann jemanden sich stützt, dann sollte das schon jemand sein, der sich aus dieser Art Verstrickung befreit hat.
So heißt es, wendet man sich auch an den Buddha, der aber in dem Zusammenhang eigentlich mehr die Funktion eines Arztes hat. Das heißt, wie ein Arzt entsprechend zwar Diagnosen stellt und auch die quasi Rezepte verschreibt, einen entsprechend Anweisungen gibt, was man vielleicht essen sollte oder auf welche Ernährung man achten sollte und was man besser unterlassen sollte. So ist es eben der Buddha, der gleich dem Arzt einen eigentlich mehr oder minder aufzeigt, wo der Weg lang geht, was man sein lassen sollte, was man verwirklichen sollte. Dinde also sonjem helate so member chambo segido dinoji sanji chanden de member chambo jire ngazole ya ne tajime bine tajime bine ngazole ya chi senli ya chi binda sha sha do tomelo so bat ne be kanga tedia kanga tedi ni ne shu chambo jire dele ya ta dinde men dinde shi gogudu sene lanten chene tada nombe ga ta nomba ga jun karejina nombe ju karejina tusa kawari chungu tusa sanje temba shaje tawa tudi shaje tevela ja nojima ani chi inde she jado de res. Der Buddha wird in der Tat an mancher Stelle als ein großer Arzt oder Heiler oder sowas bezeichnet. Das ist auch angemessen, das heißt, wir sind in der Tat ernsthaft erkrankt, dem unser Geist völlig quasi fremdbestimmt wird von Unwissenheit, Gier, Hass und so weiter, sehr viele Leiden daraus erwachsen. Das ist etwas, was man eigentlich nur sehr schwer los wird und von dem man sich eigentlich nur sehr schwer befreien kann. Und das heißt, es sind eigentlich dann ist der Buddha, der letztlich sehr viele Anweisungen gegeben hat, wie man sich nun von diesen quasi schwerwiegenden Krankheitsursachen in Form dieser Verblendung des Geistes befreien kann. Und wenn man schaut, dann gibt es so viele Anweisungen im Buddhismus, die alle ihren Ursprung beim Buddha haben. Und wenn man erkennt, dass eben all diese, ist vergleichbar, diese ganzen medizinischen, therapeutischen Maßnahmen dem Buddha entspringen, dann ist klar, dass er ein großer Arzt auch einem großen Arzt gleicht. Ka jawaina da karche waina ta kanga mero tinde ze nengene me bachi mere tinde ze cha ni de ani chu ta chu karere ani bena gelia ani member ga ta men de sa sho chen ne pengre de chi sho sen ba la ja na na ji che me de sa tre chen de ne de le trowa yong ge de no je sanji ge ani me chenbo ani chi cha ani be di sho ni ya nyemo pa kade jaya ane dunga meba chenye oya shamba chemi mende sashuwa niji chemi mende sashuwa shonshu senji mende sashuwa o tide chene oya zebe mende sashuwa sine tati peme ane gane tene lanj datanda wata peshi tsawo ane pento chambo tene wabo isong yeres. Und das, was einen nun letztlich dann heilt, wenn man krank ist und beim Arzt war, wird ja dann die Medizin sein in Form von Tabletten, Spritzen, was auch immer man nimmt, die entsprechend dann so wirkt, dass die Krankheitserreger bekämpft werden. Wie auch. In ähnlicher Weise ist es nun vor allem das Juwel, der Dharma, also die Lehre des Buddha, das, was der Buddha aufgezeigt hat, nennt man den Dharma. Und den Dharma, den muss man quasi selber dann zu sich nehmen. Wobei die Medizin, die der Buddha gab, eigentlich ganz wohlschmeckend ist. Sprach eigentlich davon, dass man quasi die Medizin der Liebe, des Mitgefühls, der Geduld und so weiter nehmen sollte. Das heißt, die Mittel, die der Buddha verschrieben hat, sind eigentlich alles Mittel, die was sehr Wohltuendes im Geist bewirken und eben auch dadurch die Kraft haben, diese ganzen Verblendungen und destruktiven Zustände, die die Ursachen des Leidens sind, zu überwinden. Aber letztlich ist es das, was dann auch einen befreit von Leiden und Schwierigkeiten, dass man diese Medizin eben zu sich nimmt, die Medizin der Liebe, des Mitgefühls, Bodhicittas, der Geduld und so weiter. Der Buddha hat natürlich einen ganz detaillierten Pfad verdeutlicht,
hat eben deutlich gemacht, dass diese Krankheitsursachen auch im Geist selber gegeben sind. Dort gibt es dann sehr grundlegende Verursacher. Die Wurzel zum Beispiel der Ursachen der Leiden hat er als die Unwissenheit in Form des Greifens nach dem Selbst beschrieben. Hat auch deutlich gemacht, dass die Selbstbezogenheit und Selbstzentriertheit in uns eine quasi Quelle vieler Leiden und Schwierigkeiten darstellt. Denen nun was entgegenzusetzen oder sie zu überwinden, geht auch nur mit geistlichen Mitteln. So sollte man die Medizin der Erkenntnis der Selbstlosigkeit oder Leerheit entsprechend nehmen, um diesem Greifen nach dem Selbst was entgegenzusetzen. Oder man sollte die Medizin des Altruismus und so weiter nehmen, zu sich nehmen, um entsprechend der Selbstbezogenheit was entgegenzusetzen. So hat der Buddha nicht nur diese ganzen Krankheiten quasi sehr verdeutlicht, also die Krankheitsursachen, sondern entsprechend diese Medizin sehr klar dargelegt, die man aber selber eben nehmen muss. Und die ist Jando Temba, das die ist die Lia, eine Chat Temba, die Tempo Show ist gut ist, eine die Lama no wat ni apa so si ba tian dang da wo de tian bo yu man na ani chi yang ge yang ma nga zu chi ne na sa ji ne yo ani de de tra ge yo mhen ba sa ma do de de ba yin ani ko ne de ta che ge yang ma de ani yong kan yang pa yong de ne za ba za wan de che de me wa che ne man to ne me ba la ba ten ne de tra ma do chi ba ne me ba de ten ani me de na tra ma do ba de de tra ri sha de ne ma yin ma ne tra ma do ba de ko Er sprach nun davon in diesem Vers, dass man entsprechend standhaft oder stets genau dort seinen Schutz suchen soll und die entsprechenden Anweisungen nicht degenerieren lassen soll. Das bedeutet, dass man sie quasi standhaft ist und nichts degenerieren lässt, dass wenn man entsprechend dann manchmal Krankheiten hat und Medizin verabreicht bekommt, dann nimmt man die vielleicht, aber man schon beim ersten Anzeichen der Läuterung lässt man es dann wieder sein oder so, hört dann mit der Medizin auf. Das kann sogar noch viel schlechtere Wirkungen dann nach sich ziehen, wenn man die Dinge nicht konsequent zu Ende führt und so weiter. Und so ist es hier in diesem spirituellen Kontext auch, wenn man dann entsprechende Mittel anwendet, dann wird man vielleicht doch merken, dass im Geist eine gewisse Art von Heilung und positiver Veränderung geschieht. Aber dann heißt es, sollte man nicht es dann gleich wieder sein lassen, sobald so eine gewisse Veränderung einsteht, sondern das kann auch wieder sehr schnell degenerieren, sondern man braucht quasi eine Stetigkeit innerhalb dieser Anwendung. Oder die Laja Nyama Mebacha Sene, den Chandu Laja, der Chandu Laja Nia, Gobi Laja, Divi Laja, Tine Yongre, that the Mabu Perina Yeta than the Dishawine, and the Divi Laja de Sosan Long Tempo Boyabo, Yanea, and the Tele Tango, the Divi Laja de. Da Bigile Tawa Lobanda, Tawang Yamanda, or Chi Migilia, Sosan Saint Joan Donate, Duru de Tindig, really, ma 10 years, the Gobi Laja is. Das heißt, dass man entsprechend dass es wichtig ist, dass man die entsprechenden Anweisungen und so weiter auch befolgt. Wenn man beispielsweise als Buddhist Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha nimmt, dann gibt es damit bestimmte Anweisungen. Es gibt verschiedene Anweisungen dessen, was man tun sollte, was man sein lassen sollte. Das heißt, wenn man so einen guten Lehrer wie ein Buddha gefunden hat, dann ist es wichtig, dass man sich auf ihn stützt, auf das, was er sagt. Das wäre das, was man tun sollte. Und was man quasi unterlassen sollte, sich auf andere Personen quasi zu stützen, deren Einfluss dazu führt, dass man selber einfach nur Schaden nimmt und einen schlechten Weg geht. And the Gobilaja essentially never take Gobilaja Yungere or Tini Pasu Jisuris. Correct. Essentially never in a Gober, Tini is a teacher to my Gobilaja and Dom, teacher to Maris. Essentially never cheers the Divilagers. Wenn man zum Beispiel Zuflucht zum Dharma nimmt, dann gibt es die Anweisung, das, was man unterlassen soll, ist das andere Lebewesen zu schädigen. Das heißt, andere Lebewesen zu schädigen, steht im völligen Gegenspruch dazu, dass man
Zuflucht zum Dharma nimmt. Und das Positive wäre, dass man entsprechend den Weg der Gewaltlosigkeit geht. Das heißt, das Verhalten des Nichtverletzens zu kultivieren, ist das, was es zu tun gilt. Vorteile. Oni tati jeswa ani karasere. Neyo de ani chi tapige neba sachomo yi neyo mendike yamare neyo ju guyere. De naji ngazu chudu bale ya tronso so chi dibe dar gendike ju siege guyere. O dige ani gendike ju ya ta laja karasu yesere. Ani dibe laja la teli ya kibache ya. Gabil laijala ani chi pigelia ta ya ani chewanya tawanya ba tinde dunya da mundush o tinde sosole pembi ga chakare yana tinde ya bo yonde ya tinde la paten ya o tuzo ya dibilaja o tuzo res. Es ist so, dass es bezüglich des dritten Juwels, nämlich dem Sangha, auch entsprechende Anweisungen gibt, was man zu tun und was man unterlassen sollte. Hat viel damit zu tun, dass der Sangha ja die Funktion hat, wenn man bei dieser Analogie ursprünglich bleiben, dass er eigentlich der Krankenschwestern oder Pflegern gleicht, die uns bei der Heilung quasi zur Seite stehen. So würde man an die spirituellen Freunde, die quasi förderlich sind, dass man selber einen guten Weg geht, entsprechend als Sangha betrachten. Die Anweisung, die es zu tun gilt, ist, dass man solche Personen, die entsprechend man als spirituelle Freunde wahrnimmt, dass man ihnen Wertschätzung, Respekt entgegenbringt. Die Anweisung, die in Verbindung dazu steht, was man unterlassen sollte, dass man quasi die Gemeinschaft mit denen pflegt, die einen schlechten Einfluss auf einen haben. Das heißt, wenn Menschen in der Tat auf einen selbst einen schlechten Einfluss haben, dann ist das entsprechend etwas, was man besser meiden sollte. Delia ane petinaji jane tadachi ane sanji kenjo de ane chatemba boss ngazu kare dunga kane ya chagu yeme ane lanteji nongdo tenaji jene tada ane ji seri baina da memba ke baina da o de machi a o diche a dije gogo dos tada la jambo yongere o tindi la jato so nyego yeres. Jetzt bezogen auf die Krankheit der Corona-Krisen hier ist es eigentlich auch ähnlich. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, gleich wie man als Buddhist angesichts solcher Leiden, Samsaras oder im niederen Dasein Geburt zu nehmen, ist es eigentlich angesichts dieser Corona-Epidemie notwendig, dass man quasi sich gleich dem Buddha vielleicht jetzt entsprechend dann die Funktion, eigentlich die Ärzte und Wissenschaftler haben. Wir haben ja selber gar keinen Einblick in diese Zusammenhänge. Und es ist dann entsprechend wichtig, dass man nun quasi die den Einblick vermeintlich haben, wie Ärzte und Wissenschaftler, dass man quasi sich ihnen, was sie sagen, zuwendet und dann auch diese Anweisungen, die gegeben werden, ernst nimmt. Und in der ja, nasatil tiesi tropandro, tiesi yana, teniti laja te pe nyengeyes. Pe nyengeyes. Te kante chegum kanga te pe shi tsoyongeyes. Tadil shira matra waina, tenti laja shira nyenge ate te se tola ta asiti sasara ushi. Tele tene kono chat shira chege yama. Ti go te tata chi le yungo danga zum koya no le ya chi ane dunga le tawala laja dire gurti laja nyamba me ba cha sen laja to so sen la ma nyamba chine nyale chege sungu do te naji ngazo ka kawashana ja chugres. Nicht nur das, sondern man weiß selber, je mehr man diese Krankheit Befürchtungen hat in Bezug auf sich selbst oder andere, je größer die Befürchtungen sind, desto genauer hört man hin, was gesagt wird, desto quasi größeres Interesse hat man, diesen Anweisungen auch umzusetzen, zu folgen und so weiter. Das hängt ganz stark von eigenen Befürchtungen ab, die man da hat. Es gibt aber auch manche Leute, die überhaupt gar keine Befürchtungen haben, weder für sich noch für andere. Die werden dann auch entsprechend weder genau hinhören, worum es geht, das vielleicht alles mehr oder minder gering schätzen, nicht achten, beachten. Und so kann man eigentlich sehen, dass eine bestimmte Art von Zusammenhang hier eigentlich auch auf so einer einfachen Ebene gegeben ist. Ne? There's a trana, Yaboy. Tanga the trawa de carres and the trawa, Penda, Yatan and Yemi Shagrin,
照片的在这个是照顾个多是照完人的啥钱用个多是得了的片到忙不进用个是但呢要全部照完人搞样照回去得了的你几钱头样嘛的没得照的可能是我就就这样我呢别我照完了的一几天个么他几钱头样嘛这个照样嘛这是 Aber man muss eben sehen, so, da hat die Furcht zwar einen Nutzen, aber man sollte sich davor hüten, jetzt in zu starken Ängsten zu gehen. Wenn die Angst, die Furcht zu stark ist, dann wird sie eigentlich lähmend, hat dann auch keinen Vorteil mehr, sondern nur noch Nachteile. Deswegen muss man da weise sein und zu gucken und sehen, ganz nüchtern, dass eine bestimmte Art von Befürchtung angemessen ist, weil sie einem hilft, dann entsprechend solche Maßnahmen zu befolgen, das wichtig und ernst zu nehmen. Wenn man auf der anderen Seite zu sehr seinen Ängsten sich hingibt, dann wird man wiederum handlungsunfähiger und ohnmächtiger. Das ist dann eher negativ. Wir kennen das vielleicht, manche haben das in Prüfungssituationen, wenn man schon mit zu höchster Angst zur Prüfung ist, dann ist manchmal Blackout und so weiter gegeben, wo gar nichts mehr geht. Das wäre im Buddhismus eigentlich diese Art von übersteigerter, überzogener Angst wiederum etwas, was man besser aufgibt. So muss man da auch genau gucken. Wenn deutlich gemacht wird, dass die Furcht oder so einen Nutzen hat, dann bezieht sich das nur auf ein bestimmtes Maß an Furcht. Ein zu viel an Furcht und Angst ist immer nachteilig. Oder, da die gute den da, den kann lernen lesen da dinge ja, die sich trabe, ja na ja, da kann ich kann sind da no ban an be le an napo le de chewa Ani David Dejo, Dungati Yungres, Ani Le Zombo, Nene Geva, Pembi Lechewa in, Deva, Ani Deva, what in the is a Delia Canani Mitane, what in the age, Ani Canolende, Leva Sounds, and Lede Yabosan Tongres. Was nun die Anweisung ist, die der Buddha denen gibt, die hier in diesem Vers dann Furcht haben vor einer Geburt im niederen Dasein, ist die, dass es heißt, dabei musst du auch das Karma-Gesetz der weisen und schwarzen Handlungen einwandfrei bedenken und das Gute dann in der richtigen Weise annehmen und das Schlechte verwerfen. Das heißt, hier wird heilsames Karma mit weißen Karma oder Handlungen in Verbindung gesetzt und negatives und destruktives Handeln als schwarzes Karma oder Handeln. Aber das ist in der Tat eine Anweisung. Das heißt, wenn man heilsame Handlungen hervorbringt, dann wird das die Ursache sein für Glück und negatives oder unheilsames Karma ist die Ursache für Leiden. Wenn man sich vor Leiden quasi fürchtet, dann muss man dessen Ursache abstellen. Das wäre dann das unheilsame Karma und an dessen Stelle heilsames Karma setzen. Das ist dann die Anweisung erstmal allgemein. Da jibe nyamo mambo ji da ko go mare te ta control san ani chipo me wan devil la sa le yong do han chodong da wo yan ten la sa devil de le yong do ten de za ti gin devil dunga ni ba te ani so so shi tu ye re de ti go de le ya lo do tsu ji la ra le so ten de za tin de ga ha ko na yo long ba de ani pa to 춘 노야 가리 다 개베슈데 춘 안바 도야 뭐 개베슈데 바 도야 데 로도 그냥네 어때 점일 라래 그래서도 Da ist es nicht nur entscheidend, dieses Erkenntnis zu haben, was unheilsam und heilsam ist. Manche unheilsame Zustände erkennen wir ja nun sofort. Zum Beispiel, wenn wir selber unter Ärger geraten, Wut, wissen wir eigentlich selber, dass dieser Zustand nicht nur andere unglücklich macht, sondern einen selbst schon leiden lässt, auch Eifersucht und so weiter. Aber die Anweisung selber besteht eigentlich darin, dass man nun genau Unheilsames, dieses Negative quasi abwendet und an dessen Stelle Heilsames kultiviert. Und in dieser, das Gas Papa die Kangajite de Nasanda Otiga, in der Tele Lodo, zu Karan Longo, eine Pakar Togo. Otindi chene ta nge shi tsawo do ha ko yo ma ta chang su shi tsawo ha ko ro pe na mi do shira nya da ma de ya da wo ani so so chi na san da wo yan da me na da se wo yin sa ma re tin de yin za tin chi chima tho ya da wo do chi mi li ya chi chi pa
die Zazache, ja. Und die Lodokar, Chegan, die Chewaina, den Kali Nasate, eine paar Sene, Tal Nasatele, Kanga, Trotuajita, Junge, yes. Und wenn man das macht, dass man diese entsprechenden Anweisungen dann anwendet, dann wird man entsprechend diese Leiden überwinden. Ähnlich dem, wenn man jetzt das auf diese Corona-Krise bezieht. Wenn ein jeder den Anweisungen folgt, die Anweisungen kennt ihr wahrscheinlich besser als ich selber, ja, noch mehr die Medien verfolgt und so weiter, aber wenn man entsprechend dann diese Abstandsregelungen erstmal einhält, wenn man quasi auch unabhängig, ob man sich selbst krank fühlt, eben weiß, dass es auch symptomlos verlaufen kann, man selber achtsam ist, wenn man hustet oder irgendwas auch immer macht, dann wird quasi, wenn dann jeder diese Anweisung folgt, wird man mehr oder minder mit der Zeit diese Dinge zur Ruhe und zum Befrieden und so weiter. Das ist dann die Folge der entsprechenden Anwendung. Und den also Shitong, Korea, Koan Kaji Zemola, Deva Noya Mayins, Koa Nolia, Kagazemotolia, Dea de Chibare, Kagazemoto de Deujiamaro. Die Buddhisten sind ein bisschen nüchterner, die haben die Auffassung, dass es in dem ganzen Kreislauf von Geburt und Leben quasi im Samsara zu sein ungefähr so angenehm ist, als würde man auf einer Spitze einer Nadel sitzen. Das heißt, egal wie man sich hinsetzt, so zu erwarten, dass jetzt besonders tiefes Glück entsteht, ist in so einem Zustand, in dem wir leben, sowieso nicht so realistisch. Gerade? Manche mögen dann die Spitze der Nadel quasi als einen guten Meditationssitz erachten, aber wenn ihr Hintern sich da quasi schön einfügt, dann bleibt er auch schön festgenagelt und man kann gut meditieren. Aber so viele Vorzüge hat das nicht, ne? Sende and dunga de tawa chena sende ni baye kazong yimang milirum buche sene milirum buche tembe sende pe masibi yapuje te yapu ngoshi bache ani dunga de tawe ta alanda wote kare yeme ani dig shige yapu jongge ni shige te tawa te sosi lodo ne kare jina te cheyo te chewa yin dunga de tawa yongge yeres. Deswegen wird man quasi nicht so diese riesen Erschrockenheit haben, wenn man mit solchen Situationen wie jetzt konfrontiert ist. Das ist quasi nicht völlig ungewöhnlich so. Das ist einfach etwas. Aber im Buddhismus wird eben deutlich gemacht, das hatten wir letztens schon mal gehört, als es um das kostbare Menschenleben geht, dass letztlich das Entscheidende immer der Geist sein wird und so weiter. Und da haben wir eben im Moment eine gute Fähigkeit, die wir mitbringen als Mensch. Wir haben die Möglichkeit, tiefer die Zusammenhänge der Leidverursachung im eigenen Geist zu erkennen. Und haben auch die Fähigkeit, einen entsprechenden Weg einzuschlagen, das zu überwinden. Und somit ist eigentlich uns alles an Fähigkeit im Moment gegeben, Freiheit zu erfahren und Freiheit zu erlangen. Das ist eigentlich das, was am wichtigsten ist, diese Art von Verständnis zu entwickeln. And singing never show it. Tindy Galia, Gange, singing never pass out. What tindy chin, singing never cheshu, Coven Dunga cheshu, Ramada Yongere, Dunga leg really, Dunga yon chipa in a yon, co meeting yon tanda with the Kashila Dunga shivin yon there. Kashila Dunga shira manoya, tindy yon, they just say carry, they singing never cheshu. Bena children on a chilla and what they did, chilla yon da chiba. 아니 드지 전부터 손에 아칠라 티시라 기게야마 거 대보다 온데디 다 드지 춘추도서 때는 바 그게 칠라티 지바래 요 데도 앞에 좀바 아주 생 춘추 아니 생 니바면 된다고 용게레스. Und da muss man einfach sehen, dass unser Geist eine sehr starke Kraft in sich trägt und es ist wichtig, dass man genau diese Kraft des Geistes entwickelt. Dazu haben wir Fähigkeit, zum Beispiel können wir durch solche einfachen Meditationen, immer wenn wir merken, dass der Geist unausgeglichen ist,
entsprechend diese Meditation durchführen, die den Geist stabilisieren. Durch diesen friedlichen, stabilen Geist gewinnt er auch an Kraft. Und ein kraftvoller Geist wird subjektiv zu ganz anderen Erfahrungen führen. Das heißt, wir können es deutlich sein, das ist auch wahrnehmbar, dass auch wenn dass verschiedene Personen, je nach Stärke ihres Geistes, auf faktisch die gleichen Leiden unterschiedlich reagieren. Für manche werden bestimmte Leiden auch unerträglich sein und die gleichen Leiden sind für jemand anders etwas, was er locker nehmen kann. Das hängt sehr von der Kraft des Geistes ab. Ähnlich dem, wenn man guckt, die Wellen auf dem Ozean, wenn man mit einem großen Schiff fährt, dann ist das Schiff quasi kaum vom Weg abzubringen und ist quasi sehr stabil. Wenn man das so eine Nussschale auf dem Meer treibt, wird jede kleinste Welle, die gleichen Wellen werden quasi zu großer Turbulenzen führen. Und so ist es auch in uns selber. Das heißt, es hängt vor allem von der Kraft unseres Geistes ab. Tanga gone in Drama, did gone the carriages, Tanga send a Kanga Chedira, send Dunga Jere. Did and sounds only Dungale mean. Dunga the government is a pound of what then a Otsuja Yongir. Dunga the mean, Dunga the Kande, Dunga Yongo to some Colonel mean, and pa Ganja Tijan, Dunga the lot of on the near sounds of years. Mine. Ja. Mine. Mine mare. So dunga jungra ta jinsen ramanda ten. Dunga jungra. Te meyo e cha ta ta kar che nga tinga de ga chan me sa ne pa chi tele che de ko chu da ja chu ye de le de. Ta dunga jin le ma ine dunga te to te kan de dunga ngo kare. Ta chi yong do kara ma do. Che dunga kan so no to de de wa ine. Dunga de pa me do ye. Und heute, wir können jetzt zum Abschluss nochmal meditieren, wo wir mit so leidhaften Situationen konfrontiert sind, wie diese Krankheit und anderem und so weiter. Manchmal ist es eine hilfreiche Meditation, quasi das Leiden direkt ins Antlitz zu schauen in der Meditation. Oft ist es ja so, dass wir mehr so auf der Flucht sind, wir erleben was Unbehagliches und denken, oh, das halte ich nicht aus und man möchte das irgendwie von sich haben und weg von sich abweisen und so weiter. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und meistens sind es ja irgendwelche geistigen, unbehaglichen Zustände, die in uns aufkommen, manchmal wissen wir gar nicht, wo sie herkommen und dann fühlt man sich unbehaglich, will irgendwas weghaben. Aber eine bestimmte Form von Meditation ist, dass man quasi der Sache selber ins Auge schaut. Das heißt, man würde dann, wenn man irgendein Leiden erlebt, genau gucken, was dieses Leiden genau ist, wo es sich befindet, was seine Natur ist. Man quasi genau reinschaut. Und wenn man das macht, dann hat man manchmal das Erleben, als würde das, wovor man wegrennt, plötzlich sich irgendwie auflösen, gar nicht mehr vorhanden sein. Und das wäre eine Meditation, in der man quasi die Dinge nicht irgendwie in der Form wahrnimmt, dass sie einen zu Abneigungen führen und dass man sie weghaben will, sondern dass man quasi ihnen direkt widmet, direkt ins Auge schaut und guckt genau, wie sie sind, woraus sie bestehen und so weiter. Und man stellt plötzlich fest, dass sie diese Art von Massivität gar nicht aufweisen. Das ist etwas, was wir jetzt meditieren können. Vielleicht möchte ich das ein bisschen an einem Beispiel verdeutlichen. Beko jayindo karare tate tange te tate beko jayona jamba karare Sera bengo ya duge sera yosamane sera makar te sera chira no ya ne karare ganja dinji tate karare lama chirisha di lama kedo chije ane paji ge pemendo as lodon lama rendo Chiranolja, the Chirazo Taba, the Shinyave Dunga Gonde, Res, Konoyasate, Shinji Saritita, Nyave Dunga Gonde. Jima Tanda was a bed, Dumba the Goba source. Tanya Tanya gone, Tanya Dunga gone, Tanya the Canandos, Tanya Chichen. Didn't you thought someone now? Gee, Yongi said. Gotta go so, come Shingde. She the ghosts. It's a Chanya Dunga Gong yet. That don't the Lenny. Did any Nipa Yongi, sir? Das ist ein Beispiel von dem Langdor Rinpoche, der in Sera-Kloster auf dem Debattierhof saß, also wo eben alle saßen,
Und das heißt, dass er in der Nähe eines Baumes saß und er hat über die Leiden der Hölle meditiert, der heißen Höllen. Und auf einmal war es so, dass als Zeichen seiner Meditation der Baum, neben ihm, an dem er saß, vertrocknete. So, und er hat quasi dieses Leiden der heißen Höllen, was die Lebewesen dort erleben, quasi wie eingeladen und entsprechend also gar nicht von sich gewiesen, sondern ist da eher entsprechend innerlich richtig reingegangen. Und das war so ein Zeichen. So. Das ist natürlich ein bisschen ein überzogenes Beispiel, aber es geht eigentlich darum, dass man die Dinge, dieses Leiden, was da ist, nicht so stark fürchtet, sondern dass man es quasi genau betrachtet, was es ist, wo es ist und so weiter, wie es sich gestaltet. Erstmal, das reicht für heute. Gäbe es viel zu erzählen.
Oh, die da gehen wir schon. Wollen wir zum Abschluss noch ein Widmungsgebet sprechen? Die da wenn du do se san jabong sa dün jan da ning je penzen da do so wa ju ke wa di Sena ye zo za jing, Sena ye le jong we, Tamba gu ni da ba ju, Tenzin ga zo gu ze den, lo den lo yi be mo gi, Shedru ni me na wai, Choju ge be da ji ju. Vielen Dank. Danke auch. Schönen Abend noch. Guten Abend.